Welches Einbauzubehör brauche ich im Auto? Heute Teil 1 Strom. Viel Spaß! Ohne Strom funktioniert nichts und für eine hochwertige Wiedergabe ist eine stabile Stromversorgung notwendig, sagt man immer. Was heißt jetzt aber eine stabile und ausreichende Stromversorgung? Wann ist es richtig dimensioniert? Was brauchen wir an Strom? Strom hin, Strom zurück, Masse plus, minus, was haben wir alles? Versuche ich hier alles zu erklären. Grundsätzlich ist es so, dass wenn wir eine Endstufe im Auto anschließen wollen, diese immer einen Stromeingang hat. Also grundsätzlich jede Endstufe, die ich jetzt hier auch schon präsentiert habe, hat immer ein Plus und ein Minus, beziehungsweise Plus und Ground. Diese Anschlüsse sind halt immer zu füllen und so wie wir es im Auto kennen, wir haben halt im Auto keine Steckdose, wo wir einfach was reinstecken können, sondern wir müssen, wenn wir einen Subwoofer installieren, wenn wir eine Endstufe installieren wollen, müssen wir ein Stromkabel ziehen. Stromkabel sehen zum Beispiel so aus. Also ich habe hier quasi für mein Smart, das Kabel hier baue ich jetzt demnächst für mein Smart ein. Das ist ein 25 mm Quadrat Stromkabel. Power Cable, Premium Line, einmal 25, rein Kupfer, OFC steht hier drin und Made in Germany. Das Gute an dem Kabel ist, dass es relativ gut biegsam, das heißt, damit kommt man gut um Ecken rum. Es gibt auch Kabel, was jetzt nicht so gut biegsam ist. Aber grundsätzlich gibt es zwei Arten von Kabeln. Es gibt OFC-Kabel, so wie das hier eins ist, und es gibt CCA-Kabel. Kurz zum Unterschied zwischen OFC und CCA. OFC steht für Oxygen Free Copper, also im Endeffekt OFC steht für sauerstofffreies Kupfer, heißt hier drin ist kein Sauerstoff, das ist soweit alles zusammen, dass hier kein einziges Stück Luft zwischen ist und das ist quasi 100% Kupferkabel hier. Kupfer leitet, so wie wir alle wissen, am besten. Kupfer ist auch im Moment arschteuer, deswegen werden die Kabel auch immer teurer. Aber das ist quasi so einmal das beste Kabel, was man kriegen kann. Dann gibt es noch CCA. CCA steht für im Endeffekt kupferkaschiertes Aluminium. Heißt, das ist ein Aluminiumkabel, was mit Kupfer angepinselt wurde. Sieht genauso aus wie Kupferkabel, ist aber Alukabel. Und Aluminium leitet nicht so gut wie Kupfer. Heißt, wenn man das halt so ein bisschen umrechnet, theoretisch bräuchten wir, wenn wir ein CCA-Kabel legen, 1,6 mal so viel Querschnitt. Beim Querschnitt geht es darum, wie dick dieses Kabel ist. Also das hier ist ein 25 mm Quadrat, also QMM oder QM Quadrat, wie auch immer. Und das heißt, wir haben hier eine Fläche von 25 Quadratmillimetern, wo der Strom durch kann. Das heißt, wir haben hier 25 Quadratmillimeter. Okay, alles schön und gut. Was gibt es sonst noch und was brauchen wir halt an Größe? Theoretisch ist es natürlich immer sinnvoll, sich ein bisschen daran zu orientieren, okay, was hat die Endstufe an Eingängen? Also diese 25 mm Quadrat kriege ich jetzt problemlos immer in eine Endstufe rein. Das ist schon mal gut. Aber was gibt es sonst noch? Also ich habe hier halt auch nochmal in meiner Kiste gewühlt. Ich habe hier auch Power Cable, OFC, High Power, sieht ähnlich aus, ist 10 mm Quadrat. Heißt, wenn man das hier vergleicht, ist deutlich weniger Fläche. Kriegen wir deutlich weniger Strom durchgeschoben, Strom, Ampere. Ist aber, ja, wenn wir jetzt eine kleinere Endstufe hätten, zum Beispiel halt nur eine für den Hochtöner und Mitteltöner, wären 10 mm Quadrat auch vollkommen ausreichend. Was gibt es denn sonst noch? Ich habe hier noch was rausgefunden aus meiner Krabbelkiste und zwar haben wir hier einmal Schweißerkabel aus der Industrie und zwar das ist ein 50 mm Quadrat. 50 mm Quadrat ist jetzt natürlich vom Durchmesser einiges größer als mein 25er. Gerüchteweise doppelt so viel. Und ja, da können wir natürlich auch ordentlich Strom durchschieben. Warum soll man jetzt dickere Kabel nehmen? Die sind schwerer, die kosten mehr. Was bringt uns das? Generell das Problem an Strom und ja, Strom im Auto und an Leitungsgrößen ist relativ einfach. Jedes Kabel, also auch das 10er oder das 25er hier, hat einen Widerstand. Das heißt, der Widerstand jetzt auf diesen, was sind das jetzt, 4 Metern, ist jetzt nicht so groß, aber trotzdem ist da ein Widerstand. Und dieser Widerstand des Kabels, wenn da Strom durchfließt, resultiert Wärme. Das heißt, das Kabel wird warm,
Das wird jetzt halt aufgrund der, also je nachdem wie viel Strom wir da durchschieben, wird das jetzt entweder nicht so warm oder ein bisschen warm. Geplant ist hier halt maximal 80 Ampere durchzuschieben. Das ist okay für 25 mm Quadrat. Aber angenommen, wir würden jetzt halt dieses kleine Kabel nehmen und halt mit einem 10 mm Quadrat jetzt meine Anlage anschließen und ich würde da halt richtig Strom durchfordern. Heißt, dieses Kabel wird halt aufgrund des Innenwiderstands, was halt bei diesem Kabel logischerweise größer ist als bei dem, würden wir mehr Hitze produzieren. Heißt, das Kabel würde wärmer werden. Das Doofe an Kabeln, die wärmer werden, ist, wenn die wärmer werden, erhöht sich der Widerstand. Das ist so ein Teufelskreis. Das heißt, je wärmer ein Kabel wird, desto höher ist der Widerstand und je höher der Widerstand ist, desto wärmer wird das Kabel. Heißt, irgendwann wird das so warm, dass es schmilzt, dass es anfängt zu brennen, dass ja andere Sachen anfangen zu brennen. Das heißt, wenn wir halt natürlich so eine Leitung hier irgendwo an unserem Stoff lang liegen haben, kann es sein, dass der Stoff anfängt zu schmoren. Das wollen wir alle nicht. Deswegen Kabel ordentlich dimensionieren und natürlich auch absichern. Wenn wir jetzt dieses Kabel, das hier oder das hier, wie auch immer, von unserer Batterie, weil wir wollen das ja direkt an die Batterie anschließen und dann zu unserer Endstufe gehen, weil woanders kommen wir ja nicht an einen guten Strompunkt im Auto. Wenn wir also jetzt dieses wunderschöne Kabel hier an die Batterie anschließen, dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Und zwar eine Sicherung. Grundsätzlich sind alle Kabel im Auto abgesichert. Das heißt, wenn ihr euch mal anschaut, von der Batterie geht dann ein Kabel und dieses Kabel geht in der Regel zu einem Sicherungsverteiler vom Auto, was halt standardmäßig eingebaut ist. Ab und zu ist da noch Platz für ein zusätzliches Kabel, aber meistens ist es so, dass wir eine zusätzliche Sicherung einbauen müssen. Eine Sicherung wird nicht einfach so halt fliegend eingebaut, sondern da brauchen wir in der Regel noch einen Sicherungshalter. Einmal kurz, was gibt es für Formen von Sicherungen? Es gibt, früher hat man die zumindest oft benutzt, sogenannte AGU-Sicherung. AGU-Sicherungen sind so kleine Glasröhrchen, ich blende mal ein Foto ein, ich habe leider keine hier. Und das Problem an AGU-Sicherungen ist, dass der Sicherungsdraht, der in der Mitte ist, der ist halt wirklich nur rechts und links angepunktet. Das heißt, da ist halt immer so ein kleiner Punkt Schweißnaht drauf. Und diese Sicherungen sind vom Innenwiderstand nicht sehr gut. Es gibt heutzutage deutlich bessere Alternativen und da kommen wir jetzt drauf. Und zwar die nächste Möglichkeit, die wir haben, ist tatsächlich eine sogenannte ANL-Sicherung. ANL-Sicherungen sehen so aus. Das hier ist jetzt zum Beispiel so eine ANL-Sicherung. 125 Ampere steht drauf. Von Hollywood ist auch egal, gibt es von verschiedenen Herstellern. Und das Gute an dieser Sicherung ist tatsächlich, dass das ist ein durchgehendes Metallteil, was halt ausgestanzt wird. Das heißt, das, was hier ist das gleiche, was hier ist und hier in der Mitte ist halt ein bisschen weniger. Und das ist aber ein Teil, das heißt, da ist jetzt nichts geschweißt, irgendwie gepunktnietet oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich ein Stück Metall. Und wenn hier halt einfach zu viel Strom durchfließt, dann brennt das Teil hier in der Mitte durch. Und dann haben wir ja keine Musik mehr, das ist richtig, aber gleichzeitig auch unser Auto geschützt, weil angenommen, wir haben halt irgendwo einen Kurzschluss oder irgendwas läuft schief und wir haben keine Sicherung drin, dann passiert in der Regel Schlimmeres, als wenn das eine Sicherung durchbrennt. So eine Sicherung kostet nicht viel und hilft auf jeden Fall. Jetzt sind diese ANL-Sicherungen natürlich schon recht groß und deswegen gibt es, ja, so wie bei allem, statt einer ANL-Sicherung auch eine Mini-ANL-Sicherung. Sieht genauso aus, ist einfach nur kleiner. Natürlich vom Strom her ist es schöner, wenn wir die großen Auflagenflächen einer ANL-Sicherung haben. Das heißt, wenn wir richtig Kabums in der Bude haben wollen, bietet sich natürlich so eine ANL-Sicherung, besonders für Sub-Endstufen oder so an. In der Regel gibt es aber halt auch, ich glaube, bis 150 Ampere auf jeden Fall auch Mini-ANL-Sicherungen. Und die sind halt deutlich kleiner, also sowohl von der Breite als auch von der Länge sind die nicht annähernd so groß. Und da gibt es auch schöne kleine Sicherungshalter für. Wie so ein Sicherungshalter aussieht, zeige ich als nächstes. Ich habe 2 Versionen mitgebracht. Ich habe einmal hier einen Sicherungshalter von Audison Connection.
und einmal ein Sicherungshalter von Dietz. In dem Sicherungshalter von Dietz ist sogar noch eine Sicherung drin. Den habe ich gerade auch noch mal in meiner Wühlkiste gefunden. Mal gucken, ob ich den hier rauskriege. Dichtungsgummi ist schon ein bisschen hart. Gleich mal. So, perfekt. Und da sehen wir einmal Sicherungshalter von Dietz. So, das ist der Sicherungshalter von Dietz. Ist auch eine 80 Ampere ANL-Sicherung drin. Und das hier ist der Sicherungshalter von Audison Connection. Und ja, diese Sicherungshalter können wir uns in der Nähe der Batterie, heißt spätestens nach 40 cm nach der Batterie, aber möglichst beziehungsweise unbedingt vor jeder Durchführung durch Metall oder irgendwelchen Kontaktflächen, wo das Kabel selber einen Kurzschluss verursachen könnte. Heißt angenommen, wir haben die Batterie relativ nah am Innenraum und dann gehen wir in den Innenraum und erst im Innenraum sichern wir ab, wäre eine schlechte Idee. Weil halt allein am Übergang durch die Karosserie, da kann es natürlich irgendwie durch Reibung zu einem Kurzschluss kommen und wenn dann tatsächlich einfach ein dickes, auch 25 mm Kabel direkt an die Karosserie kommt, dann ja, da tut es weh. Dem Auto, definitiv. Dann können wir quasi damit schweißen, das ist nicht schön. Auf jeden Fall die Sicherung relativ einfach. Wir können hier die beiden Schrauben lösen, können das hier darauf legen, wieder festmachen. Und dann haben wir das Kabel, was hier rechts und links reingeht, quasi dann entsprechend abgesichert. Natürlich muss man das hier noch abisolieren. Und wenn wir uns das hier angucken, beziehungsweise hier auch, sehen wir, dass hier so Madenschrauben reingehen. Und überall, wo wir ein Kabel mit Madenschrauben festziehen, ist es natürlich erforderlich, dass wir ADN-Hülsen benutzen. Das heißt, abisolieren, ADN-Hülse drauf, verpressen, rein, festschrauben, glücklich sein. Ja, das sind normale Sicherungshalter, die wir haben. Jetzt ist es manchmal so, dass der Strom vorne abgenommen wird, also abgesichert wird natürlich, nach hinten geht und wir mehr als eine Endstufe hinten haben. Wenn wir mehr als nur eine Endstufe haben, ist es sinnvoll, also können wir natürlich auch zwei Stromkabel nach hinten legen, das ist gar kein Problem, das funktioniert. Wir können aber, was meistens mehr Sinn hat, ein dickeres Kabel nach hinten ziehen und hinten einen sogenannten Sicherungsverteiler nutzen. Den Sicherungsverteiler zeige ich euch jetzt. Das hier ist ein Sicherungsverteiler, auch zufällig von der Firma Audison Connection. Und hier sehen wir schon, wir haben einen Block, der gemeinsam ist und zwei Blöcke, die einzeln sind. Heißt, in dem Fall könnten wir hier einmal mit einem dickeren Kabel, keine Ahnung, angenommen dem 50 mm Quadrat, könnten wir hier vorne reingehen, mit ADN-Hülse natürlich. Würden quasi hier auf dem Block unsere plus 12 Volt haben und könnten dann hier mit zwei verschiedenen Sicherungen, seien es jetzt 2x80 Ampere oder einmal 40 einmal 80, wie auch immer, hier auf kleinere Leitungen gehen. Das heißt, angenommen, wir würden jetzt, ich mache das mal so, mit dem 50er hier reingehen und jetzt mit unseren 25er hier und mit unserem 10er hier quasi für unsere Hochton-Endstufe raus wollen, symbolisch, müsst ihr euch vorstellen, dann könnten wir hier halt unsere 80 Ampere und hier unten, ich habe jetzt gerade kein kleineres da, aber zum Beispiel eine 40 Ampere Sicherung nehmen und hätten dann von der Batterie, direkt an der Batterie das 50 mm Quadrat abgesichert, würden dann hier in diesen Sicherungsverteiler gehen, hinten im Kofferraum zum Beispiel und würden hier auf zwei kleinere Kabel gehen, ja, und hätten hier quasi unsere Unterverteilung. Das ist ein Sicherungsverteiler, so wie es den gibt. Und die gibt es natürlich auch noch in größer. Das heißt, die gibt es auch noch mal mit 4 Sicherungen. Die gibt es auch noch mit gleichzeitig einer Masseverteilung. Gibt es alles Mögliche. Wo ich gerade schon von Masse spreche, wollen wir mal kurz drauf. Weil grundsätzlich ist es ja so, wenn wir Strom entnehmen der Batterie, das heißt, wir gehen halt vom Pluspol auf unseren Sicherungshalter nach hinten zu den Endstufen und so weiter. Ein Stromkreislauf ist ja nur dann geschlossen, wenn es halt irgendwann auch vorne an der Batterie ankommt. Heißt, wir brauchen natürlich auch irgendwie die Verbindung wieder zur Masse, zum Minuspol. Jetzt ist es so, dass im Auto die Karosserie grundsätzlich immer Masse ist. Das heißt, die Masse von der Batterie, wenn ihr euch halt mal im Motorraum anschaut, geht halt in der Regel ein relativ dickes Kabel vom Minuspol direkt auf die Karosserie.
Heißt, die komplette Karosserie im Auto ist unser Minus, unsere Erde, unser Ground. Dementsprechend ist es halt möglich, wenn man jetzt ein Pluskabel gelegt hat, ein relativ dickes, kann man halt auch mit einem entsprechend, ich habe hier auch ein 25 mm Quadrat farblich markiertes Massekabel und mit dem kann ich dann halt auf den Massepol gehen. Heißt, irgendwo im Auto gibt es Massepole und da kann man halt einmal dran gehen mit dem Kabel. Das heißt, da kann man hoffentlich, beziehungsweise man muss den Pol erstmal ein bisschen platt schleifen, damit da wirklich Kontakt drauf ist. Dann entsprechende eine Ringschuh drauf stecken, verpressen und dann entsprechend da anschließen. Und dann hat man halt auch schon den Minuspol. Das heißt, man hat dann von der Endstufe, diese 25 mm Quadrat, zum Massepol des Autos. Jetzt wäre das natürlich total schön, wenn das alles so funktionieren würde. Das funktioniert auch so. Man kann natürlich auch hingehen und halt wirklich den kompletten Minuspol auch nochmal nach vorne ziehen. Das heißt, man kann einen 25 mm Quadrat nach hinten ziehen als Plus und als Minus. Wird beides gehen. Wird halt ein bisschen schwerer sein, weil man halt zwei Kabel zieht. Hätte dann gegebenenfalls weniger Probleme und kann dann halt das Minus auch ganz normal an die Batterie anschließen. Dann wäre man zumindest nochmal einen Ticken weiter, weil das Problem ist, wenn wir die Karosserie als Masse nutzen. Das heißt, wir sind jetzt im Kofferraum, Endstufe, schließen wir an und wir nehmen halt meistens an den Rücklichtern irgendwo einen Massepol oder sonst irgendwie, da gehen wir halt ran. Dann funktioniert erstmal alles. Das ist alles schön und gut. Wir haben aber eine einzige Sache vergessen. Und zwar die Masseleitung, die von der Batterie zur Karosserie geht. Das ist quasi die Rückleitung, die dann halt den kompletten Strom, den euer Subwoofer, Endstufe oder sonst irgendwas nutzt, wieder zurückführt in die Batterie. Da geht es halt von der Karosserie zurück in die Batterie durch das Kabel, was da ursprünglich mal lag. Das Kabel, was da ursprünglich mal lag, ist, ja, da kann man von ausgehen, vom Hersteller natürlich so klein dimensioniert, wie es geht, weil kostet alles Geld. Das ist ja Kupfer. Ne? Also hier auch diese kleinen Kabel hier, 25 mm Quadrat, die kosten mittlerweile Schweinegeld. Und dementsprechend werden jetzt die Autohersteller nicht unbedingt überdimensionierte Kabel einbauen. Deswegen ist es sehr sinnvoll und notwendig, auch diese Kabel zu verstärken. In der Regel reicht es einfach ein zusätzliches Kabel, das heißt, man kann halt ein 25 mm Quadrat oder am passendsten halt das gleiche Kabel, mit dem man nach hinten geht, auch nochmal zwischen dem Massepol und der Karosserie setzen. Wenn man das gemacht hat, das nennt sich die Masseverstärkung, dann hat man tatsächlich den kompletten Weg, weil wir gehen davon aus, dass die Karosserie genug Fläche, also Querschnitt bzw. Quadratmillimeter hat, um den Strom wieder zurückzuführen. Aber der Engpass ist dann halt tatsächlich das Stückchen Kabel zwischen Karosserie und der Batterie. Deswegen diese Masseverstärkung ist sehr wichtig. Und ja, wenn wir die gelegt haben, haben wir den kompletten Rückweg des Stroms auch ordentlich gesetzt. Da könnte ich jetzt, also da hätte ich wahrscheinlich auch vor 5 Jahren mit aufgehört mit diesem Video. Jetzt gibt es in der letzten Zeit immer wieder neue Entwicklungen in der Autoindustrie. Und wenn ihr ein modernes Auto habt und euch das mal anschaut, was ich da gerade erzählt habe, habt ihr ein kleines Problem. Und zwar gibt es direkt am Minuspol, am Minuspol der Batterie, ist bei modernen Autos immer eine Messeinrichtung eingebaut. Moderne Autos haben tatsächlich eine Stromüberwachung an Bord. Das heißt, die gucken, okay, ist meine Batterie voll oder leer? Und wenn die Batterie voll ist, dann wird halt die Lichtmaschine so weit runtergedrosselt, dass die keinen Strom verbraucht. Heißt, moderne Autos laden nicht die ganze Zeit ihre Batterie, sondern laden die Batterie nur, wenn es tatsächlich notwendig ist. Und jetzt kommen wir mit unserer Musikanlage an. Und wenn wir jetzt das Massekabel falsch anschließen, heißt direkt an den Minuspol gehen, dann übergehen wir diese Messeinrichtung. Und wenn wir diese Messeinrichtung übergangen haben und halt Musik hören, dann weiß das Auto irgendwann gar nicht, dass die Batterie leer ist, weil es gar nicht mitbekommen hat, dass Strom geflossen ist, weil wir halt an dieser Messeinrichtung vorbei Strom entnommen haben. Und dann, ja,
dann gibt es Probleme mit der Elektrik, weil auf einmal das Auto halt nicht mehr anspringt, weil es denkt, ich habe noch total viel Batterie, aber in Wirklichkeit haben wir die halt schon leer genuckelt mit unserer Musik. Deswegen, wenn ihr ein sogenanntes Batteriemanagement habt, so nennt sich der Spaß, dann müsst ihr halt gucken, dass das Minuskabel, also die Masseverstärkung, die ihr baut, die Masseverstärkung braucht ihr in der Regel trotzdem, aber diese Masseverstärkung sollte halt direkt an diesen Messschand dran. Das heißt, an dieses Messgerät. Das heißt, geht da dran, wo auch das originale Kabel auf dieses kleine Gerät drauf geht. Dann habt ihr nämlich tatsächlich nicht die Probleme, weil dann wird alles Strom, der da durchfließt, gemessen. Und das ist auf jeden Fall sicherer. Wenn ihr jetzt natürlich vorhabt, sehr, 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 sehr viel Strom zu entnehmen, dann müsst ihr gucken, ob diese Messeinrichtung das verträgt. Das Problem ist nämlich, es ist natürlich auch nur ein Strommesser, und wenn ihr jetzt halt eine sehr, 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 sehr mächtige Anlage hinten einbaut und da, ich sage mal 300 Ampere drüber jagt, und gleichzeitig auch nochmal der Anlasser mit 300 Ampere da sich seinen Saft rausnuckelt, dann könnte es natürlich passieren, dass dieser Strommesser einen wegkriegt, und das ist dann nicht gut. Deswegen an der Stelle keine Gewähr für irgendwas. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, eine Masseverstärkung ist notwendig, und die Masseverstärkung muss halt irgendwo dran, wo es passt. Genau. Zusätzlich zu Stromkabeln, Sicherungen und so weiter und so fort gibt es natürlich noch die Möglichkeit, zusätzliche Geräte einzubauen. Und zwar früher, beziehungsweise macht man immer noch, gibt es Pufferkondensatoren, das sind sogenannte Power Caps. Power Caps sind große Kondensatoren, in der Regel Elcos, somit, ich sag mal, ab 1 Farad. Und die haben den Vorteil, die werden ganz normal parallel zu eurer Batterie, in der Regel hinten im Kofferraum, kurz vor der Endstufe angeschlossen. Und die haben halt den Vorteil, die haben einen super geringen Innenwiderstand und sind super impulsiv. Heißt, wenn Strom gebraucht wird, dann liefern die auch dann ihren Strom, der da halt gerade drin gespeichert ist. Man darf nicht vergessen, Powercaps sind keine Batterien. Das heißt, die speichern keine Energiemengen, sondern da ist halt wirklich nur ein Fitzelchen drin, was aber super schnell geliefert werden kann. Heißt, bringt in der Regel immer was. Ich habe noch nirgendwo gelebt, dass ein Cap irgendwas kaputt gemacht hat oder schlechter gemacht hat. Caps ist immer gut. Caps wurden früher oft eingesetzt, weil Bleisäurebatterien, die haben, wenn man sich die Entladekurve von einer Bleisäurebatterie anschaut, dann braucht die ein bisschen, bis die viel Strom liefert. Heißt, wenn die Endstufe sagt, so, ich habe jetzt eine Bassdrum, eine richtig fette Bassdrum, und ich will jetzt richtig Strom sehen, dann hat die Bleisäurebatterie gedacht, so, Strom, ja, ich brauche ein bisschen, Moment, ja, okay. Das heißt, die muss erstmal warm werden, bevor die Strom liefern kann. Die ist nicht so impulsiv. Das ist mit modernen AGM-Batterien zum Beispiel schon mal deutlich besser. Deswegen hat man dieses Lichtflackern, was man früher hatte. Also früher halt, sobald der Bassschlag da war, ist das Licht immer so ein bisschen dunkler geworden. Das ist mit modernen Batterien jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber nichtsdestotrotz, ein Powercap hilft immer. Bei Powercaps aber ganz wichtig, es gibt verschiedene Arten von Powercaps. Es gibt runde, das sind die klassischen Elcos. Und es gibt sogenannte Hybrid-Caps, die haben halt deutlich mehr als 1 Farad. Die sind irgendwo so bei 5 oder bei 10 Farad. Denkt man sich immer, okay, super viel Impulstreue, die man sich da speichern kann. Das Problem an denen sind, das ist halt eine andere Art von Kondensator, und da ist der Innenwiderstand halt schon wieder höher. Heißt, die können nicht den Strom so schnell und so viel Strom liefern. In der Regel die runden Elcos sind besser als die Hybrid-Dinger, die halt mehr haben. Von den runden kenne ich eigentlich nur 1 bis maximal 1,5 Farad. Größere gibt es, glaube ich, gar nicht. Ja, und dann gibt es noch eine einzige Sache, wo man sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen muss, sind tatsächlich Zusatzbatterien. Man kann, beziehungsweise je nach Anlage muss man schauen, aber Zusatzbatterien verbauen. Heißt, man tut sich dann halt hinten im Kofferraum nochmal eine Batterie, um zum Beispiel im Stand länger hören zu können, um
das Stromkabel, was von vorne nach hinten geht, dann halt kleiner zu dimensionieren, weil das meiste am Strom dann hinten aus der Batterie genommen wird. Oder um natürlich auch hinten die Spannung konstanter zu halten. Weil wenn natürlich hinten die Batterie ist, brauche ich nicht so viel Kabel zu den Endstufen und so. Und bei den Batterien gibt es, ja, ich sag mal mittlerweile 4 Arten von Batterien, die im KfW-Bereich gebraucht werden. Wir haben einmal die klassische AGM-Batterie, die man jetzt heutzutage auch relativ häufig als Starterbatterie sieht. Ist eine klassische Batterie, also jetzt keine Bleisäure, sondern das ist halt schon eine vernünftige Batterie, die auch Tiefentladung vielleicht auch mal ab kann. Ein bisschen Tiefentladung ist aber für reine Batterie gut. Also wenn es geht, natürlich keine Batterien entladen, immer pflegeladen und so weiter. Aber AGM-Batterien kann man halt schon irgendwie zusätzlich einbauen. Das zweite sind halt ganz klassische Gel-Batterien aus dem KfW-Bereich. Sind halt auch neuer als so Bleisäure-Zeugs, aber ist jetzt nichts irgendwie super modernes, sind auch sehr schwer, genauso wie AGM-Batterien. Es gibt 2 neue Arten von Batterien, die interessant sind. Das sind sogenannte Lithium-Ionen- und Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Beide haben eine unglaublich hohe Strommenge aufs Gewicht gesehen. Heißt, die wiegen einfach nichts mehr im Vergleich zu so einer Bleisäurebatterie oder so einer AGM-Batterie, die halt wirklich schwer sind. Sind Lithium-Ionen, also Lipos und Li-Fe-Pos. Wirklich super leicht. Man denkt immer, ist überhaupt was drin in dieser Batterie? Und mit denen, die haben aber eine höhere Grundspannung. Und dadurch kriegt man HiFi-Anlagen in der Regel nochmal so ein bisschen netter. Problem an diesen neuen Batterietypen ist, dass die normalen Ladegeräte, das heißt, wenn ihr ein normales Batterieladegerät fürs Auto habt, die haben halt eine Ladekurve für eine AGM oder für eine Bleisäurebatterie, aber keine Ladekurve für eine Lithium-Ionen- oder geschweige denn eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie. In der Regel geht's gut. Ich habe halt auch in schon ein paar Einbauten halt zusätzlich eine Lithium-Ionen-Batterie im Auto. Und die funktioniert seit Jahren. Alles gar kein Problem. Wird pflegegeladen, Lichtmaschine läuft und so weiter. Aber optimal ist es natürlich nicht. Ich denke, in Zukunft werden Autos kommen, wo halt, beziehungsweise es gibt schon Autos, wo anstatt einer Bleisäure oder einer AGM-Batterie eine Lithium-Ionen-Batterie oder eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie standardmäßig eingebaut ist. Und dann halt eine dazu zu bauen, passt besser. Aber selbst wenn die Batterietypen zueinander passen, heißt, es ist eine Lithium-Ionen-Batterie verbaut und wir bauen eine Lithium-Ionen-Batterie dazu, oder es ist eine AGM verbaut und wir bauen eine AGM-Batterie dazu. Immer wenn ein Batteriemanagement mitspielt, muss man diesem Batteriemanagement auch sagen, dass die Batteriegröße jetzt eine andere ist. In dem Moment, wo wir die Batterie hinzufügen ins System, die wird ja parallel geschaltet zu der Originalbatterie, ist es so, dass die Batteriekapazität halt größer wird. Das heißt, wir schließen ja nicht in Reihe an, wir wollen ja keine 24 Volt im Auto haben, sondern wir wollen die Kapazität vergrößern. Und durch die Parallelschaltung ist es halt so, dass die Batterie theoretisch größer ist. Und das müssen wir dem Auto sagen, weil ansonsten weiß das Auto nicht, dass wir eine größere Batterie haben. Und das kann zu Nebeneffekten führen, weil dann auf einmal ziehen wir mehr Strom raus und das Auto denkt, oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt alles ausmachen, weil sonst kann ich nicht mehr starten. Dabei ist halt noch eine komplette Batterie voll, so mehr oder weniger. Deswegen, wenn es geht leider nicht bei allen Autos, aber halt im Batteriemanagement halt sagen, okay, da ist jetzt anstatt 60 Ampere-Stunden insgesamt 120 Ampere-Stunden an Bord. Dann kann das Batteriemanagement auch ordentlich arbeiten und sagen, okay, dann lade ich jetzt das Auto, dann lade ich jetzt nicht und so weiter und so fort. Generell der Einsatz von Trennrelais, den kann ich nicht empfehlen. Da verlinke ich ein Video. Da gibt es von auch einem Kollegen aus der Szene ein Video, Trennrelais. Immer widerstandstechnisch ganz schlechte Idee, deswegen lassen wir die mal weg. Ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht, das Video. Ich habe ein bisschen was erzählt über Sicherung, über Kabel, über Kabeldurchmesser,
Masse, Verstärkung, Batteriemanagement, allem drum und dran. Wenn es euch gefallen hat, freut es mich. Und ja, im nächsten Teil werde ich ein bisschen über Signalkabel bzw. Signalwege sprechen. Heißt, wie komme ich vom Radio zum DSP und von der DSP bzw. vom DSP dann zur Endstufe. Ja, das wird noch spaßig und ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüssi.